Jo, moin, ihr Fliegt und ahoi, liebe Landratten und Rädchen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Star Trek Resurgence zusammen mit Toni. Hallo. So, wir sollen jetzt das Shuttle, ich glaube Grayson heißt das Shuttle, ne? Ja, genau. Mhm. Okay, das sollen Ach, wir... Spooks Mutter. Stimmt, Amanda Grayson, ja. Richtig. Ja. Man ist erst später dazu übergegangen, dass der eigentliche Mhm. Shuttle-Name in diesen Mhm. draufsteht und nicht das Raumschiffsding, oder? Oder steht hier auch noch irgendwo Resolute drauf auf diesen Dingern? Nee, da steht dann nur oben halt, wo die 93 irgendwas. Die Normalerweise Registriernummer so. und wahrscheinlich Shuttle Nummer 7 zu Ja, diesem ja, Schiff genau. hier, oder? Genau, richtig. Ja, da haben wir Also nochmal der so ein Name paar stimmt, Melville. Elfe. Ja, das hatten wir vorhin schon mal. Genau. Das ist ja cool, das ist das Shuttle aus Star Trek 5. Das hier aber, oder? Ja, genau, richtig. Wir benutzen Notlandeplan B. B Baby in Karte. Barrikade. Genau. Genau das. Na dann, gehen wir mal los. So einfach das auch gehalten ist, aber ich Mhm. finde es, das alte Design von TNG, es Mhm. ist so plausibel immer noch. Bis heute Mhm. finde ich es echt gut gespielt. Ich mag es sehr gern, ja. Ich mag aber auch das Shuttle mag ich auch sehr gern. Ja, die zwei Mhm. gehören auch, finde ich, ziemlich logisch zusammen. Wenn man guckt dir diese Gitter da oben an, diese Mhm. Erweiterung am Hauptding, Cooles Gitter. Ja. genau, die hast du halt Mhm. hier auch nochmal, ja. Ja. Das hier ist halt länger, weil für den Film mussten sie ja einmal ihren Mhm. ganzen Landetrupp mit Ja, genau. hier Kirks privater Mhm. Söldnerarmee da, sag ich mal, Genau. auf Nimbus runterbringen. Ja, genau. Und Mhm. Uhura musste natürlich ihren weltberühmten Palmtanz da abhalten. Fächertanz. Ja, ja, genau. Fächertanz. So, was war jetzt nochmal? X war X. Trikorder, ne? I like. Bisschen eckig, aber cool. Du meinst das Videofenster? Nee, der ganze Rekorder ein bisschen sehr eckig. Ja, aber so sieht man das besser. Das Bild ist größer. Ja. Ah, okay. Haben wir schon mal was. Hm? Ah, schade. Hätte ja sein können. Entschuldigung. Dann scannen wir die Warp-Spulen. Sind das nicht die hier? Anomaly targeted. Ja, ja, genau. Ah, was? Was? Hier? Wo hast du das mit Anomalie targeted? Unten im Fenster. Anomaly targeted. Unten im Fenster bei den LK-Streifen. Ach, da. Okay. Ja, genau. Okay, scan out of range muss ich näher. Achso. Ja, klar, genau. Ah ja. Okay, some object you scan will activate a deep Einen scan. tiefen Okay. Scan, mit einem tiefen Scan kannst du nach rechts switchen, um verschiedene Scan-Modi und einzuschalten und nach glühenden Objekten zu suchen. Der Modusindikator auf dem Recorder wird blinken, wenn etwas zu finden gibt, was du finden kannst. Wenn du fertig bist mit dem Scannen, dann musst du links das gedrückt halten und die Daten zu analysieren, den Scan abzuschließen. Ja, ganz kurz nur. Der Mhm. Jason hat gerade noch im Chat was Ja. geschrieben. Er hat es auch ganz kurz angetestet. Mhm. Bei ihm ist es zweimal abgestürzt. Ja, bei uns tatsächlich auch einmal. Und zwar, Genau. also nicht abgestürzt. Irgendwie hat das nicht geladen. Und zwar sollten wir irgendwie eine Klappe an der Außenhülle aufmachen. Und ich konnte zwar die Kamera bewegen und alles. Aber da war halt Es kein gab Triggerpunkt. Kein Genau, Auslöserpunkt. Genau. Und es Und ruckelt teilweise. Also ich weiß nicht, ob das nur an der Übertragung liegt, aber es ruckelt an der teilweise in der ja, das ist mir auch so ja, Laderuckler würde ich es nennen. war aber, also wo sie im Besprechungsraum waren, war es schon relativ extrem. Das hat mich schon ziemlich gestört. Nee, da hatte ich es nicht. Ich hatte es meistens, wenn wir so diese größeren Kamerafahrten Mhm. hatten. Okay. Und sie zum Ja, Beispiel dann im war es Kreis vielleicht gehen lag's auf in der der Brücke. Übertragung. Das kann Dann natürlich bei lag's Discord auch nochmal ein ja. bisschen schlimmer sein für dich dann. Mhm. Und wir haben halt, das habe ich halt gelesen, eine begrenzte Framerate von in vielen Sequenzen wohl nur auf 30 FPS. Mhm. Was kann man im Spiel nicht einstellen und so weiter, das haben aber die GameStar-Leute schon rausgefunden, die Mhm. gesagt haben, egal was du machst, du kriegst es nicht über die 30 hinüber, das Spiel blockiert es in dem Moment.
Aber Mhm. dann gibt es andere Sequenzen, wo das Instant halt hochschießt auf das, Mhm. was verfügbar ist. Aber das sind halt nur ganz Ja. kurze. Mhm. Ja, ich hoffe auch, dass es flott einen kleinen Performance-Patch einfach nochmal geben wird. Mhm. Guti. So, wir tricordern mal weiter. Mr. Mhm. Trikorder hier. Genau. Ah, das wieder links, links, links. Nochmal. Äh, statisches Statisches Feld. Feld. Ihrem Standby-Status produzieren Spindeln eine Spulen. Spulen, danke. Spulen eine elektromagnetische Feld. Restspur. Ja. Keine Abweichung erkannt, würde ich sagen. Mhm. Ah, guck mal, 1 von 3. Ach, da unten liegt's, okay. Ja, genau. Es kommt aber den Tricordern mit den ganzen, ich sag mal, Mhm. weiß nicht, was da wirklich drauf stand, weil so nah haben sie es nie gefilmt, aber mit diesen weißen Strichen und diesen beigen Elementen doch recht nah eigentlich von damals, oder? Ich habe halt einen und das kann ich weiß ich ganz genau, was draufsteht. Ich habe sogar das Enterprise D technische Handbuch und da steht genau dran, wie man die bedient. Bitte was? Ja. Haben die nicht einfach immer nur random darauf rumgetippt? Ja, aber sie haben halt schon bestimmte Einstellungen gehabt. Zum Beispiel mit oben F1, F2 sind halt die Einstellungen. I und E bedeutet intern und extern. Alpha, Beta, Gamma, Delta, das sind die Wellen, also die Zahlungswellen? ja, genau. Und dann mit A und B und bei Library kannst du quasi, wenn du Zugriff auf einen Computer hast, kannst du da quasi durch die Daten scrollen. Und Device Input ist halt quasi Strahlung, chemisch oder Bio. Und ist noch mehr Zeug drauf. Okay. Und Power oben links heißt, unsere Batterie ist auf Rotstatus, also wir müssen zusehen, oder? Das ist einfach, dass er Strom hat, also quasi. Okay. Soll ich jetzt einfach hier, ich kann hier gar nicht nochmal irgendwo Ja, guck mal, da scannen. ist bestimmt noch mehr Ah, hier, weitergehen. oder? Genau. Da ist noch nichts. Da ist ja nichts zu sehen. Muss wahrscheinlich aus dem Ding wieder rausgehen. Oder mach nochmal Scannen, ob da noch irgendwas mehr noch angezeigt wird. Nö. Okay, dann geh mal hoch, ob da noch Achso, geht nicht weiter raus. Weißt du, was mich gerade schon wieder Hm? besorgt? Ja, Da steht X für Holstern des Tricorders. Das ja. funktioniert nicht. Oh, dann hast du wieder aufgehängt. Ja. Ja, aber ich kann mich doch bewegen. Also, ist jetzt ernsthaft der zweite Moment, wo einfach das Spiel sagt, random bis hierhin und nicht weiter. Da war doch noch eine andere Es Taste, die reagiert ja du sogar drücken noch musst. hier Wo auf war denn das? Sachen. Drück doch nochmal andere Tasten. Vielleicht springt es dann irgendwie Oh, raus. Ah ja, jetzt. Biolog. Ach, da kannst du die Dings umstellen. Genau, dann nochmal, ob du irgendwas findest. mhm. Keine biologischen Spuren Nicht entdeckt. biologisch. Genau, dann nochmal drücken, dann müssen wir auf chemisch umstellen. Habe ich das jetzt gemacht? Da. Ah, So. genau. Aha. Ja, da ist da was. Haha. Gynosural Spulencluster, was weiß nicht. Spulencluster. Die Mittelspule leitet das Warpfeld durch den Fokuspunkt. Und, Das erinnert mich so sehr an dieses eine Ding mit Seven, mit der mhm. Oxykultallappen ist mit dem Blablabla-Knochen verbunden Ja, und ja, der genau. Knochen ist mit dem Y-Knochen verbunden. Ja, okay. Maintaining a collimated thrust vector. Keine Frakturen erkannt. Also, ist okay. Das ist ja schon mal gut. Ah, noch was. Polypheramid-Ablagerung. Die Hauptspule. Führungsschienen. Ja, genau. Zeigen Anzeichen von Mikroabrieb von Neutrino-Interaktionen. Genau, jetzt kannst du LT drücken, dann sind wir damit durch. Wir haben 3 Stück gefunden. Linke Taste. Die Schulter ist, glaube ich. I checked every coil on the port nacelle for imbalances. If any coil in either engine were cracked, I would have detected it. So, it must be the navigation array. Except it's not.
checked and double-checked. Well, the readings don't lie. Here comes the security detail for the way team. Ach, guck an. Hey, I'm not here. Ich bin schon weg. negotiating to the surface as soon as they come down from the bridge. I don't want to interrupt some Schön. important work. I was just hoping to see you before I go. The captain and the others will be here any minute now. Should be an interesting ride down to the surface. Y oder A? A. Well, we can't let the brass catch us slacking on the job. Just play along. This is a Mark IV outboard diagnostic panel used for troubleshooting shuttles and other medium-sized Ich glaube, das gefällt dir nicht so. Some people prefer the Mark der V Blick. because it's one better, but the Mark IV is still one better than the Mark III. That all sounds very technical. Okay, gut. Rettet, glaube ich, noch. Aren't Yeah. these those button pushers you're always hanging out with? And you're the phaser jockeys we always beat in Parisi squares, right? All aboard for Hotari. That another one of the captain's railroad things? Gotta be. I just usually zone out by the time he gets to the whole steam engines were the warp drives of their day part. Ah, okay, das ist ein Get y'all later. Züge. Er mag Züge. You don't want to miss your train. I do have to go. Not gonna lie, I'd rather not leave right now. Meinst du, A funktioniert? On my mind. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich würde eher, probier's einfach. Okay. Na guck. Ja, geht doch. That was nice. Yeah, it was. Save some of that for when I get back. You've got a deal. Was sag Be seeing you. Das war auch eng mit der Rampe. Das so That's a lot stecken. of Ja. If you could float back down to reality, we still have a ways to go. Schön. All right, where were we? So the warp coils in the navigation array are fine, but the nav computer doesn't seem to think so. I'm out of ideas short of field stripping the shuttle from bow to stern. You want to take this out of the shuttle and throw it on the bench? Oh, real hands-on maintenance. I like it. Okay, the nav computer is patched into the ship. The ship's computer can double-check our work. If the shuttle's nav computer is putting out false data, we'll know it. Let's run through the shuttle's logs again. Ist mir die Stimmen gerade lauter geworden? Ja. Aha. Same. Warp field inversion and a cascade failure. However, the Resolute computer doesn't show the same subspace variance. We're in the same conditions that the shuttle was in when it failed. Why wouldn't the ship's computer get a matching result? What if the subspace variance was a momentary occurrence? That's a possibility, and it would explain why the simulation under our current sensor readings failed to reproduce the issue. But a subspace anomaly strong enough to cause a warp field collapse would leave graviton ripples for days. Let's run with the momentary subspace variance theory for now. Roll forward to the shuttle's attempt to re-engage the warp drive. We need the conditions of space around the shuttle at the moment of warp failure. Resuming simulation. Ach, ich liebe Technobubble. Error in warp field calculation. Cochrane formula variables are out of range. That right there. Take the shuttle sensor data from that moment. Computer, why did the warp field calculation fail? Warp field pressure returned non-orthogonal. Results are undefined. That doesn't help. Wait, what if we use a different ship?
Put the Resolute into the simulation instead of the shuttle. Yeah, it should warp just fine. Unless... Computer, run the simulation with the Resolute. Resolute simulated. Computer, give me manual control on the warp power. Static field intensity, warp 1.1. Okay. 1.2. 1.3. 3. Aha. Warp pressure is destabilizing. Error in warp field calculation. The warp drive has experienced a system-wide cascade failure. Warp field collapsed. Subspace variance is out of tolerance. Cochrane formula results are undefined. Bingo. What-o? The same moment when the shuttle failed to warp, so did the ship. Whatever happened to the shuttle just happened to us. The Resolute will not sustain warp. We can't leave Hotari space. Oh. Dies ist jetzt nicht so gut. Mhm. Der Flaggensaal. Ambassador Spock, Captain Solano, welcome to Hotari. We are honored you've come. My name is Tylos Altaris, Minister of Diplomatic Affairs. The honor is ours, and this is Commander Jara Rydick, first officer aboard the USS Resolute. You'll find she has a keen mind and unique insight into the dynamics between the Hotari and the Olympians. We are honored to be here as representatives of the Federation. I'm so glad. These must be the representatives of the mighty Federation, the reigning authority in the galaxy. Or so we've been led to believe. Whether that's true or not remains to be seen. But either way, we're grateful you've made the time to come to our little corner of the universe. And you are? This is Galvin, and this is Citron, the heroes of the revolt in the mines. Gegenpartei. Let's hope this is the last time we ever have to come here. Stimme kommt mir bekannt vor. Excuse me. I think we're about to begin. Did you hear the arrogance from that guy? I don't know what we're walking into here, but that guy was something. Something about his tone tells me this won't be easy. That was my sense as well. I doubt he speaks for all of Hotari, so I would urge patience until we speak with their queen. Sie mögen Stein. Ja. Halten nicht viel von Metall. Echt? Okay. Ambassador Spock, welcome to Hotari Prime. The honor is mine, Your Majesty. That the Federation would send one of their most respected representatives is not only an honor to the Hotari people and their queen, but a recognition of our stature and importance. Let's get on with it, shall we? With all due respect to the Federation and their ambassador, they have no authority here.
We are not members of their alliance. Anno? We are not Ja. subject to their rules. Kannst dich umgucken? Weil ich glaube, der spricht jetzt gerade We ein anderer. demand the immediate Ah, ja. return of all mining operations to Elydian control, as it has been for centuries and will be for centuries more. That has always been our understanding. That understanding has changed. Then you invite war. And if you cannot remain silent, you will be silenced. But his point is well taken. What is the Federation's interest in this matter? Perhaps you would have us trade one oppressor for another? The Federation remains neutral. Our only interest is the peaceful resolution of this conflict. We are here at your request, Your Majesty. For now. Saying this wouldn't be easy was an understatement. I thought they wanted us here. Y, würde ich sagen. Was there something you wanted to say, Captain? Oh, no. My apologies. And what about the Kobliad? She's not part She of... can speak for herself, can't she? Oh. Then let her. Now then, what is your name? Commander Jara Rydek, Your Majesty. Being a Kobliad, you would know better than anyone. Your people suffered brutal treatment at the hands of the Cardassians. Their injustice towards the Kobliad is as unimaginable as it is unforgivable. Not unlike how we have been treated by the Elydians. As much as they'd have you believe they are the victims here, remember it was the Hotari who attacked us. Hundreds of innocent Elydians were slaughtered without mercy in those mines. The blood is on their hands, not ours. Quiet! If after all the Kobliad suffered, you finally had the chance to right that wrong, to get out from under their control, would you take it? Or would you negotiate a peace? Frieden, oder? Also X? Was meinst du? Oder was meinst du? Ja. Ja. There is no remedy for what the Kobliad suffered. And I fear who we might have become in pursuit of it. There is no justice if the oppressed become the oppressor. So I would willingly accept a peaceful resolution if it were offered. That is the real opportunity. Perhaps, Commander Rydek. Perhaps. Unfortunately, that was not the case, was it? No, it was not. Peace is often elusive to those who need it most. The Federation is the most powerful, most advanced alliance in the galaxy. It's widely known we have an abundance of dilithium in our mines. And it's in your interest to secure a steady supply. Your Majesty, if I may. Ambassador Spock would have us believe you're here as a neutral party in the interest of peace. So why are you really here? I want the truth, not your Federation rhetoric. X auf jeden Fall. Ja, X, es- ja. Ja. It's possible the Federation has an interest in both peace and securing a steady source of dilithium. One does not preclude or prevent the other. But that's just my personal opinion. Given the Federation has done business with the Elydians for decades, I would agree. It's entirely possible, if not highly likely. What they haven't said, but cannot deny, is a simple truth. The dilithium trade would not and will no longer exist without Elydian involvement. We created it for the benefit of everyone, especially the Hotari. We've given them warp technology,
We've let them share in the profits. We've made their lives infinitely better than before dilithium was discovered. All of that goes away if the Federation turns a blind eye to their treachery. That is enough of your lies. Okay. The Hotari are quite capable of running the mines. We've done so for centuries. Don't tell me. Who deserves control of the dilithium trade and the mines on Tau? Who should the Federation recognize? The Hotari or the Alidians? Can only be one or the other. Okay, lass uns das mal in diesem Menü besprechen, weil sonst rennt uns, glaube ich, die Zeit davon. Genau. Also die Alidians waren ja diejenigen, die die Mine aber die haben halt die alten anderen ausgebeutet, damit sie für sie das zu beschürfen. Und die haben jetzt halt die Macht an sich gerissen und die kontrollieren die Minen ja auch. Meine Frage, die beschürfen ja auch Minen sind auf dem Boden dieser... Hotari, glaube ich. So habe ich es auch verstanden. So, aber die anderen, die sind quasi die das Ganze gefördert haben, dass es mit der Föderation losging. Richtig? Ja, die haben die anderen unterdrückt, die waren quasi die Arbeiterrasse für die. Ja, so Jetzt haben Remaner, halt die Sklaven Romulaner-like, okay. Genau, und die Sklaven haben halt jetzt revoltiert und haben jetzt die Kontrolle der Mine an sich gebracht. Und die Föderation soll halt jetzt vermitteln. Das ist schon richtig. Die Hotari haben jetzt die Kontrolle, die haben jetzt die Macht. Gut, die sind aber schwächer militärisch, oder? Die großen lilafarbenen Schiffe, das sind, glaube ich, die Hotari oder sind es die anderen? Das weiß ich jetzt nicht. Echt? Die zurückgeblieben, also nee, also die etwas weniger mit Wissen, das sind die stärkeren Schiffe haben? Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Wie hast du es verstanden? Ich war mir nicht. Die haben im Briefing haben sie es gezeigt. Oder waren Ja, aber da war halt nicht so. Die Farben passen zusammen. Die lilafarbenen, die Alianer, das sind die starken Schiffe haben und die gelben quasi die schwächeren Schiffe. Und die gelben sind aber jetzt die Hotari, zu der die Königin gehört, oder? Ja. Das heißt, die gelben haben eine schwächere Armee. Aber die haben halt die Kontrolle über die Minen. Das wäre einfach nur, ja, es gibt halt Blutvergießen, das ist halt schwierig. Momentan sind es die Hotari, würde ich sagen. Die halt die Dings haben, den Einfluss. Weil die kontrollieren die Minen tatsächlich und das andere, das gibt halt Okay, aber Blutvergießen. die Minen sind auf dem Grund und Boden der Hotari auch, oder ist das auf ein... Das ist der Planet, aber das ist, glaube ich, der liegt halt im Gebiet von den anderen. Oder? Wie von den anderen? Also es ist nicht auf diesem Planeten, sondern auf dem Planeten der... Wie heißen die anderen nochmal? Allianz. Aber die heißen einfach nur Allianz? Ja, so ähnlich. Okay, ich dachte Allianer oder irgendwie so. Okay. Allianer, ja. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn es auf dem eigenen Grund und Boden passiert, solltest du auch die Rechte über die Verwaltung haben. Genau. Weil die haben die ja jahrelang unterdrückt. Also von daher, jetzt haben sie halt das, aber es gibt halt nur Blutvergießen. Es gibt nur Blutvergießen. Das Problem ist, wenn wir jetzt den Hotari hier sagen, ja, nee, gib uns mal bitte unseren Handelspartner zurück, das kommt überhaupt nicht gut an. Ja, genau. Vor allen Dingen, wir sind auf deren Planeten. Also entscheiden wir uns. Die anderen haben nur eine Delegation. Für Hotari, ja, weil es ist deren, ich sag mal, Planet, auf dem das Ganze stattfindet. Die sollen es kontrollieren und auch die Nutznießer dann eben halt als neuer Handelspartner für die Föderation werden oder was auch immer. Würde ich sagen, ja, genau. Okay. Man kann ja irgendwas anderes für die. Ja, Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig. Nee, man kann ja irgendwas Neues aushandeln. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn ich gar nichts mache. Okay. Kann man speichern? Nee. Das ausprobieren. Also okay. Ich wüsste nicht wo. Also. Kannst du das Kapitel halt neu laden, dann können wir es ausprobieren, aber wie du magst. Nee, wir treffen jetzt eine Entscheidung. Wir sind ja entscheidungsstarke Menschen. Also ich wäre für Hotari. Ja, Dito. If I have to choose only one, then
it would have to be the Hotari. Well said. How could the just and wise Federation make any other choice? This is an outrage. The Federation has lost all credibility. The mines are ours, and Lydia will not be deterred. We will take back our mines by any means necessary. And you will see more blood spilled. I am more than willing to address your concerns, Your Majesty. Yours as well, Representative. But I suggest we could have a more productive conversation with a smaller group. Perhaps only the most essential representatives. Ja, gute Idee. I suppose there is some sense to that. Genau. Zu viele Stimmen sind schlecht. Ja. So, wer darf jetzt gehen? Wir oder der Captain? Oh. I hope we meet again, Jara Ryder. Ja gut, es soll sich ja bei denen in deren Ränge. Nicht happy. Spock and I will cover everything on the diplomatic front. You make nice with the locals and see if you can get some answers. We need to find out why the Hotari are so willing to risk war. What happened in those mines? Okay, sprechen wir mit Membern der jeweiligen Fraktionen. Aber erst wieder in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei über 30 Minuten angelangt, liebe Freunde. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Hummel, Hummel. Was?